Na, wie hört sich das für euch an? Edge Router X heißt das Ding oder Edge Router X. Ja, ich probiere das Ganze mal aus, zeige euch das Ganze und ja, einmal alles. Hardware-Specs, Preis, was kann man damit machen? Ja, ich bin 5 Jahre zu spät, über 5 Jahre zu spät für das Gerät, doch trotzdem, ich habe es ausprobiert und ich muss sagen, bisher ziemlich geil. Ja, warum das Geklopfe auf das Gerät ist ganz klar. Mir gefällt erstmal, dass das ganze Gerät wie so eine Art Blechhülle hat. Denn ich habe schon gemerkt gehabt, der Kleine wird ein bisschen warm. Er wird nicht heiß, um Gottes Willen. Aber die Abwärme kann halt eben super weg. Das ganze Gehäuse wird auch rundherum irgendwie warm. Also ja, die Abwärme geht halt irgendwie weg. Ganze ist immer noch kompakt. Ein bisschen größer als eine Zigarettenschachtel. Was muss man noch wissen? 5 Ports ist klar. Die können frei konfiguriert werden. Auch da sind wir wieder bei einer freien Konfiguration. Ganz wichtig, der Kleine kann über Power over Ethernet versorgt werden, kann aber auch Power over Ethernet auf einem Port rausgeben. Ansonsten alles Gigabit-Ports und eben schon erwähnt, komplett frei konfigurierbar. Obendrauf natürlich Power-LED und die entsprechenden LEDs für den Link. Hinten nochmal Reset-Button, falls gar nichts mehr geht. Irgendein Erdungsschräubchen und halt eben unsere 12 Volt Buchse. Hinten ganz schön, ich finde sowas ganz toll, immer so die Selbstmount-Dinger. Das heißt, 2 Schräubchen in die Wand, Holzbrett oder keine Ahnung wo, was ihr eben auch immer benutzt. Und dann kann man das Teil halt eben wunderbar aufhängen. Aber auch fertige Noppen dran, so dass halt eben so mindestens ein bisschen Luft unten drunter durchgehen kann. Und das Ganze vor leichten Vibrationen irgendwie geschützt ist. Ansonsten vom Gehäuse her fällt mir gut, super gut verarbeitet. Kann man nicht anders sagen. Hardware hin oder her, lasst uns mal eben schnell noch einen Überblick verschaffen, was die Webseite so preisgibt. Hier die Originalfotos, hat sich auch ein bisschen verändert. Hier sieht man, dieses Ground-Logo ist nicht da, was ich noch an meinem Gerät hatte. Also es kann also durchaus sein, dass diese Fotos hier schon ein bisschen neuer sind. Ich weiß nicht, von wann mein Gerät ist. Das habe ich nämlich zur Verfügung gestellt bekommen. Schön, die Webseite, ja, sagt nicht viel. Ne? Also erstmal sagt sie nicht viel. Wenn man mehr sehen will, muss man nachher ins Datasheet. Gehen wir rein. Aber viel wichtiger, wie ich eben schon sagte, Gigabit-Ports, Advanced Security Monitoring Management, Sophisticated Routing Features. Ja, das stimmt. Ist halt ein Router, ne? Ich kann halt so das gängige routen, werden wir aber gleich noch sehen. Ganz schnell ein Blick in dieses Datasheet. Ganz wichtig, Edge Router X ist ja wie eine Familie, das heißt, da gibt es einmal den mit den 5 Ports und dann gibt es einmal noch auch den mit den 5 Ports, aber mit einem SFP-Port zusätzlich. Der heißt dann, glaube ich, Edge Router. Lasst uns mal gucken, der heißt Edge Router X SFP. Der hat dann einen SFP-Slot, ganz wichtig, kein SFP Plus-Slot. SFP-Slot also mit 1 Gigabit, also hier wie 1 Gigabit SFP. Genau. Viel wichtiger zu sehen ist, weil ich immer ganz gerne bei den Routern drauf achte, was haben die denn überhaupt für eine CPU drin? In dem Fall ein Dual-Core 880 MHz. Das ist ganz wichtig für das nachfolgende Video hiervon, wo ich den Edge-Router mit dem Microtik Hex S mal vergleiche. Dafür ist dann beispielsweise diese Angabe schon mal sehr wichtig. 256 MB RAM reicht für den Kleinen auch aus. DDR3 war natürlich vor den 5 Jahren absolut richtig für so einen kleinen Router in diesem Preissegment. Vielleicht schon mal vorab. Wir reden hier momentan, und wir sind momentan in einem Halbleitermangel unterwegs, reden wir von 50 € und ich glaube auch momentan ist es echt extremst schwer, einen neu verpackten zu bekommen, außer irgendeiner verkauft einen gerade eben. Ansonsten, ja, der Gebrauchtmarkt lässt immer mal wieder ein paar einzelne Geräte rauspurzeln oder rückgesendete Geräte. Also man kommt schon noch an irgendwelche ran, doch trotzdem, der war auch schon mal bei 30 € unterwegs, momentan bezahlt man eher 50. Zum Versuchsaufbau. Das Bildchen kennt ihr vielleicht. Ich habe es mal mit meinem Microtik auch gebaut. In dem Falle, es steht sogar noch Microtik. Wir ändern es jetzt natürlich einmal ab in Edge Router X. Und das Bildchen hatte ich schon reingepackt gehabt und ich habe dasselbe Versuchsobjekt hier aufgebaut. Das heißt, ich habe einen Port, in meinem Falle Ether 5. Jetzt ist es Ether 4. Ich schreibe es mal hin. Ether 4 und darüber geht ein Trunk. WLAN 1 und 2 zu meinem Switch und dann halt eben zu meinem Proxmox-Server. Mein PC weiterhin wieder mit 2 Adern verbunden. Einmal einen Untagged-Port mit WLAN 1 oder gar keins, wenn man so möchte. Und einmal mit WLAN 2 auch untagged. Das Ganze habe ich natürlich auf dem Teil konfiguriert und das möchte ich euch jetzt zeigen. Also erstmal, die Oberfläche ist ganz normal erreichbar. Hier gibt es eine ganz normale Oberfläche, die ist auf dem Gerät drauf. Das ist diese, denn wir haben nämlich noch eine andere.
Zur Konfiguration war echt einfach. Auch hier wieder ein Standard-Switch wurde bereits angelegt bei der Grundkonfiguration. Da kommen wir auch gleich zu. Es gibt ein paar Wizards. Und dann habe ich einfach WLAN 1 und WLAN 2 auf den Switch gelegt und ein paar IP-Adressen draufgeknallt. Ich mache es für euch mal ein bisschen größer. Und dann kann ich das ganze Teil halt eben auch wunderbar erreichen. Konfigurieren tut man das Ganze hier über den Switch, also über Switch 0 kann man über die entsprechenden WLANs konfigurieren, wo liegt denn überhaupt was an. Ihr kennt selber ETH 0, 1, 2, 3 oder ich habe hier von 0 bis 2 habe ich hier untaggt, also PVID, mein WLAN 1 angelegt und ETH 3, PVID 2 angelegt, das heißt auf dem ETH 3 Port befindet sich momentan nur WLAN 2. ETH 4, mein Trunk-Port, wird 1 und 2 konfiguriert, Standard ist halt WLAN 1, aber kann halt eben auch WLAN 2. Und die wurden halt ganz normal konfiguriert durch die Konfiguration hier vorne über WLAN auf dem Switch 0. Das heißt, ich konnte hier einfach sagen, Interface add WLAN, kann ich jetzt mal machen, WLAN 5. Interface Switch 0 gebe ich jetzt nichts weiter an, keine IP-Adresse und sage dann einfach Save. Somit wird dann einfach WLAN 5 auf dem Switch angelegt. Das heißt also, über die entsprechenden Ports, die mit in dem Switch sind, könnte ich dann jetzt auch WLAN 5 über meinen Trunk-Port ganz normal erreichen. Jetzt kann ich auch hier drauf eine IP-Adresse legen, habt ihr ja gerade gesehen. Könnte ich eine IP-Adresse legen, ich könnte eine über DHCP mir organisieren und. Also die Konfiguration, muss ich sagen, ist sehr, sehr angenehm, was das Ganze mit den Ethernet-Ports, was mit den Switch-Ports angeht. Ich kann natürlich auch einfach zwei Netze oder beziehungsweise zwei Switche draus machen. Habe ich zum Beispiel Ethernet-Port 0, 1 und 2 für mein erstes Netz oder für meinen ersten Switch, wenn man so möchte, und Port 3 und 4 für meinen zweiten Switch und kann da auch verschiedene Sachen drüber machen. Also das Ganze lässt sich auch wunderbar separieren. Lasst uns aber mal ein Stückchen weitergehen. Wir wollen uns das Ganze hier einmal komplett anschauen. Was ich schon echt cool finde, ist, das ganze Ding bringt von Hause aus über diese erste Oberfläche hier, die wir sehen, Traffic Analytics mit. Das heißt, ich kann das Ganze hier aktivieren und bekomme dann halt eben mit, ja, was passiert denn überhaupt auf meinem ganzen Router, muss ich ja sagen. Welcher PC, wer kommuniziert denn mit wem, wie viel Traffic läuft wohin? Jetzt gucken wir mal, mein PC ist das hier. Ich kann hier jetzt momentan so ein bisschen sehen, was passiert. Jetzt ist gerade passiert ja nicht viel im Endeffekt. Ich kann jetzt einfach mal die Edge Router Ubiquiti Seite hier aktualisieren. Und dann fließen hier auch ein paar Daten rüber. Ich weiß nicht, wie häufig sich das hier aktualisiert. Aber man kann halt eben schon deutlich sehen oder deutlich weiter sehen, was passiert denn überhaupt auf meinem Router. Wer kommuniziert mit wem und. Ganz wichtig, das Ganze geht auf Lasten so ein bisschen von CPU und RAM. Wer halt eben wirklich 100%ige Performance will, bitte wieder deaktivieren und nicht laufen lassen. Ich persönlich habe noch gar nicht so eine tiefe Einschränkung gesehen, aber man liest immer wieder davon, dass das Ganze so natürlich so ein bisschen CPU frisst. Da sind wir eigentlich auch bei der CPU oder beziehungsweise bei einem viel ganz anderem Thema, was ich einmal ganz kurz direkt ansprechen will. Das ist das Thema Hardware-Offloading. Das kleine Teil bringt Hardware-Offloading mit. Hier sehen wir auch, MediaTek-Gerät ERX bringt wirklich Hardware-Offloading mit. Das heißt, auf Bridging, steht es jetzt im Endeffekt, auf Bridging, DPI, NAT, WLANs, GAE, PPOE, IPsec, kann das Ding hier mit dem Command Hardware-NAT, kann man sich natürlich in den Dokumentationen reinpfeifen, kann man Hardware-Offloading aktivieren. Heißt also, ich gehe wieder zurück zum Router, wenn ich jetzt hier richtig was drüber prügel über den Router, können wir gerne auch direkt machen, laufen wir halt ein bisschen durcheinander, macht nichts, ich zeige es euch einfach mal. Ich rufe hier einfach mal ein iPerf auf, bumm. Achtet hier oben am Bildschirmrand, da oben ist die CPU-Anzeige. 1%, da passiert gar nichts. Ne? Jetzt gerade mache ich auch nur 700 Mbit, ne? Da passiert überhaupt nichts. 1%. Heißt also, die CPU oder die ganzen Pakete, die jetzt irgendwie über den Router gehen, gehen komplett an der CPU vorbei. Hat damit überhaupt gar nichts zu tun. Das heißt, die Hardware, die innen drin ist sozusagen, nimmt die Pakete und leitet halt eben das Ganze komplett sofort weiter. Ne, das heißt, Bridging, DPI, NAT, bla bla bla, geht alles über das Hardware-NAT, wenn man das Ganze aktiviert. Das hier ist die Anleitung dazu, falls ihr mal die Anleitung sucht. Und belastet halt eben weitergehend die CPU überhaupt nicht. Absoluter, sofortiger Pluspunkt meinerseits. Gehen wir weiter, natürlich Standard-Routing. Ich habe auch hier eine Standard-Router eingetragen und ein weiteres Routing für mein IPsec und so weiter. Viel wichtiger, wir reden hier über einen Router. OSPF bringt der Kollege mit. Das heißt auch, wir können früher oder später, wenn wir jetzt gleich zum VPN kommen, auch das habe ich bereits mal eingerichtet, können wir OSPF über IPsec sprechen.
Wir haben einen Router, wir haben 3 Router, wir haben 4 Router zu Hause. Ja, ich kann halt eben ganz normal den Router in mein bestehendes OSPF bei mir zu Hause integrieren. Ich habe halt eben kein Problem damit. Und auch da, die Webseite hatte es irgendwo, na, sehen wir jetzt hier gerade nicht, hatte es irgendwo schon verborgen. Kein Problem. Mit IPsec VTI kann ich ganz normal OSPF fahren, auch mit dem kleinen Edge-Router. Mega, mega, mega gut. Ja, Firewall NAT, ne, das Ganze soll natürlich jetzt für uns zu Hause, dient der Kleine natürlich als erste Schnittstelle hinter eurem Modem. Das heißt, der hat direkt eine WAN-Schnittstelle und dahinter ist, dann verbirgt sich euer gesamtes Netzwerk oder eure Netzwerke. Und dann könnt ihr das Ganze natürlich auch mittels Fire Policies komplett dicht machen. Wahrscheinlich ist standardgemäß sowieso erstmal alles zu. Das heißt, ihr seid von außen geschützt. Und das ist auch der große Ziel, vielleicht nicht mit dem kleinen Edge-Router meinerseits, sondern ich werde mir wahrscheinlich einen größeren Edge-Router noch zulegen und den einfach mal hier produktiv über die längere Zeit testen, denn das ganze Ding macht nämlich echt Spaß. Also Firewall Policies, man kann Rule-Sets definieren, man kann für die Rule-Sets natürlich einzelne Regeln definieren. Ich kann die Interface einzeln ansprechen und, also wirklich von der Firewall her, das sind ganz normale IP-Filter-Regeln funktioniert wirklich ganz gut. Ich kann NAT-Regeln einrichten, auch wunderbar. Gehen wir nicht einzeln drauf ein. Ich kann hier Gruppen einrichten, also meine einzelnen Netzwerksegmente, einzelne IP-Adressen und so weiter. Port, das sind hier Aliasen, Alias Groups, wie auch immer. Das kann ich über diesen Reiter hier definieren. Ja, nächster Punkt, Service DHCP. Na klar, es ist ein Router, ne? Auch ihr seht, ich habe hier für mein zweites WLAN auf dem Gerät einfach mal einen DHCP-Server eingerichtet. Gucken wir mal rein. View Details 2.10 fängt das Ganze mit der Range an, 254 hält das Ganze auf. Er ist selber sozusagen das Gateway und so weiter und so fort, aber bei mir DNS habe ich jetzt einfach aus einem anderen Netz, ich habe ja schließlich ist ein Router, mein anderes Netz mit angeschlossen, kommuniziert dann über mein DNS. Ich kann hier Static PCs vergeben, also Static IP-Adressen vergeben. Ich kann sehen, wie viel noch verfügbar sind. Also echt schön. Denkt immer daran, wir reden hier gerade über ein Gerät, was ursprünglich mal so 30, 35, vielleicht 40 Euro gekostet hat, durch unseren aktuellen Halbleitermangel halt so 50. Wenn wir Pech haben, bezahlen wir auch 55 Euro, je nachdem, wie wir gerade eben rankommen. Also auch das funktioniert tadellos. DNS, ich kann DNS eingeben, ich kann halt eben sagen, wohin soll mein DNS weitergeleitet werden. Jetzt habe ich schon die erste kleine Anmerkung. Ihr seht schon, hier fehlen jetzt so ein paar Sachen, die ich einstellen könnte, müsste oder sonst was. Auch das nehme ich jetzt mal kurz vorne weg. Es gibt viele Einstellmöglichkeiten, die verbergen sich aber zweierlei. Erstens gibt es oben rechts den Config Tree oder Tree, wie auch immer, Config-Baum. Hier findet man viele weitere Einstellmöglichkeiten. Sagen wir hier Service und das hatten wir es gerade, DNS, Forwarding und jetzt seht ihr schon, es kommen mehr Einstellmöglichkeiten. Gehen wir mal weiter, System. Ja, da kommt nichts mehr. Force Public DNS Boost, wie auch immer. Hier kommt jetzt nichts mehr. Gehen wir mal weiter nach Dynamic, Interface, hier haben wir es. Und jetzt könnte ich hier auch das Interface noch definieren. Das ist jetzt ein schlechtes Beispiel mit dem DNS, aber gucken wir mal bei DHCP-Server. Hier haben wir auch Static ARP, Hostfile Update und so weiter und so fort. Es verbergen sich immer tiefer gehend weitere Optionen in diesem ganzen Tree-Baum. Das heißt, wir können das Ganze doch schon noch filigraner konfigurieren. Wem das hier nicht genügt, der ganze Router bringt natürlich eine komplette CLI mit. Man kann sie hier über den Browser öffnen. Ne? Standardbenutzer ist UBNT, genauso wie das Passwort ist UBNT, das Standardpasswort. Ich kann das Ganze aber auch ganz normal über PuTTY erreichen, Standard SSH. Man kann den Dienst auch deaktivieren und dann komme ich auch auf diese CLI. Ganz wichtig oder ganz toll ist auch wieder hier eine ganz normale Vervollständigungs-CLI. Das heißt, wir tippen irgendwas ein mit Set, gucken wir mal, Set, jetzt schreibt er natürlich gerade wieder nicht. Ich bin jetzt irgendwie gerade im Logfile drin, warum auch immer. So, Configuration gehen wir mal, oder Configure, und jetzt sagen wir mal Set, und dann haben wir hier Protokolls und so weiter. Ich kann halt tappen, ne? OSPF, bla bla bla. Diese CLI funktioniert halt eben genauso, wie man es heutzutage von einer CLI erwartet. Und ja, leitet einen halt eben perfekt durch. Diese ganzen Befehle muss man nicht auswendig kennen, denn auch das greife ich mal ganz kurz vor. Die Dokumentation für die Geräte ist extremst gut. Ne, ihr seht jetzt hier nur ein paar Artikel, aber es verbergen sich hier unter den einzelnen Kategorien ohne Ende Kategorien oder Beiträge, wie man alles Mögliche einrichtet. Hier das große Thema VPN, ihr seht schon, es sind genug Einträge da, um halt eben auch
ja, VPN vernünftig herzustellen. Ihr seht IPsec, 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 IPsec. Auch wenn man es über die GUI hier nicht findet, über VPN, ne, hier steht jetzt momentan nur, ich mache das Fenster mal zu, PPTP und IPsec, aber ja, das Ding kann auch irgendwie OpenVPN. Leider Gottes halt eben nicht über die GUI integriert, aber trotzdem lässt sich implementieren, wer halt eben auf OpenVPN setzt. Wie gesagt, Dokumentation super gut, immer ein bisschen auch bebildert, ihr seht schon halt eben schöne Bilder dabei, auch hier wieder mit TUN-Devices und so weiter, damit man das Ganze auch so ein bisschen versteht. Wir kennen das alle, wir lieben diese Bilder, ich liebe diese Bilder, ich mache gerne für euch Bilder und die machen das Ganze auch. Und dann natürlich eine Step-for-Step-Anleitung, wie man den Client konfiguriert. Dann einmal natürlich dahingehend IPsec. Ich habe IPsec schon mal konfiguriert. Ich habe das Ganze ausprobiert. Schnell gezeigt. Gehen wir auch mal kurz rein. Ich habe ja hier schon irgendwas konfiguriert gehabt. Gucken wir mal. 10.01 ist jetzt meine pfSense. Ich habe jetzt extra mal direkt so ein 16-fach iPerf aufgerufen, hat einen gewissen Grund und ihr seht, ich kriege jetzt über den kleinen Edge Router X hier in dem Falle gerade 125, summiert gesehen 125 Mbit mit 16 parallelen Verbindungen, 125 Mbit drüber, was für so ein kleines Gerät, was 50 € kostet, was 5-6 Jahre alt ist, definitiv gut ist. Ganz wichtig, ich habe noch nicht weiter optimiert, macht man das Ganze nicht parallelisiert. Macht man das Ganze nicht parallelisiert, kommt hier nicht so viel Mbits durch. Ihr seht ja auch hier oben, so ein bisschen geht es natürlich auf die CPU-Last, das ist keine Frage. Trotzdem, ich mache es jetzt nochmal mit den 16 Streams. Dann gucken wir jetzt nochmal da oben drauf auf die CPU-Last, was dann passiert. 36%. Also wir haben da noch Luft. Wir könnten noch mehr. Ich habe noch nicht herausgefunden, was ich und wie und wo ich optimieren müsste, um den Single-Stream noch besser hinzukriegen. Geht aber mit Sicherheit. Trotzdem viel wichtigeres Fazit ist erstmal, IPsec mit meiner pfSense funktioniert wunderbar, wird mit Sicherheit mit weiteren Geräten, Softwarestücken, wie auch immer, wunderbar funktionieren. So viel erstmal zu IPsec oder VPN. Ja, Quality of Service, der ganze bringt halt eben, oder das ganze kleine Teil bringt natürlich auch ein bisschen Quality of Service mit. Ich kann einzelne Klienten irgendwie ein bisschen runterqueuen, ich kann einzelne Ports runterqueuen, ich kann sogar in die Tiefen reingehen und mir Konfigurationen hier anschauen und noch Queue-Typen definieren. Also man kann schon extrem tief sogar auf irgendwelche Queues herunterballern und nur explizite Streams sogar herausfiltern, bringt der Kleine hier mit. Gucken wir uns jetzt nicht weiter an, habe ich bereits ausprobiert, also einfach einen Klient auf 5 Mbit zu limitieren, gar kein Thema, funktioniert tadellos. Ja, Users, man kann einzelne Benutzer anlegen, man kann Remote-Benutzer anlegen, brauchen wir auch nicht weiter drauf eingehen. Config 3 hatten wir gerade eben und zu guter Schluss der Wizard. Es gibt so ein paar Standard-Konfigurationen, die man hier so durchklickern kann, wie zum Beispiel auch Load Balancing. Mega geil, ne? Also hier das ganze Ding bringt einen Wizard mit. Ich kann dir sagen, Internetport ist auf ETH0, zweiter Internetport ist auf ETH1. Kann ja sein, dass man 2 Internetleitungen hat oder vielleicht 2 Wege hat zu seinem Internet, wie auch immer. Da kann man hier ein ganz normales Load Balancing einrichten. Auf dem Ding, mit einem Wizard. Ihr müsst euch nicht groß auskennen. Das Ganze bringt ihr einfach selber mit. Ihr definiert die Ports. Ihr sagt jetzt halt eben, welche IP-Adressen, DHCP, statisch oder Co. Vergebt halt eben euer LAN-Netzwerk, wohin soll dieses Load Balancing denn gefahren werden. Und sagt halt eben Apply. Und dann ist das Ganze eingerichtet. Wunderbar. Ansonsten hier natürlich Basic Setup, Internetport und DNS Forwarding. Es gibt ein paar Standardsachen, VPN-Status, weiß gar nicht, habe ich noch gar nicht reingeklickt, sehe ich gerade mal. IPsec, guck mal hier, man kann sogar sehen, IPsec Status ab. Wunderbar, hatte ich noch gar nicht gesehen. Ist einfach der Beweis, mein Gerät hat halt eben eine Verbindung zu meinem Server. Das ist ja hier mein Server und der Status ist ab. Aber noch viel wichtiger. Es gibt hier oben dieses UNMS. Das ist, ja, wie soll ich sagen, das schöne, nennen wir es mal, Cloud-Tool für die Edge-Devices von, ja, ich glaube, die Firma heißt UI, ne? Ich bin mir unsicher, aber UI, und ich hoste das jetzt auf meinem Server. Ist ein kostenfreies Tool, was ich mir einfach mittels Docker-Container ausgerollt habe. Und der jetzt kommuniziert jetzt ganz normal mit meinem Edge-Router, zwar über meine VPN-Verbindung, aber ich habe hier eine richtig geile GUI. Der trackt mir alles mit, der trackt mir hier meinen Traffic mit, meinen Throughput per Interface. Natürlich alles mögliche, Logs, Outages, Statistiken, zeigt mir meine MAC-Table an, was der Kollege alles irgendwie in meinem Netzwerk hier findet. Ihr müsst euch das Ganze jetzt mal natürlich vorstellen, wenn das Ganze viel größer ist.
wenn das Ganze extremst groß ist, wenn ihr 3, 4 Switche davon habt, egal ob per Richtfunkstrecke verbunden, ob über VPN verbunden und, dann macht diese Oberfläche schon Sinn. Einziger Nachteil, man kann auch ein bisschen über diese Oberfläche konfigurieren, doch trotzdem auch da wieder einfach bei weitem nicht alles. Und viel wichtiger noch, man weiß halt eben nicht, es gibt 2, 3 Hinweise, wenn man an manchen Stellen etwas konfiguriert, gehen ganz häufig Konfigurationen, die man über die CLI eingerichtet hat, irgendwie verloren. Also erstmal ein bisschen vorsichtig, wenn man was einrichtet. Ich nutze es jetzt gerade erstmal nur zur Ansicht, denn ganz toll, ich kann mir Statistiken anzeigen lassen über meine CPU, über sonst was alles, über meine Interface, wie viel Throughput geht drüber. Ich habe halt eben einen Log, habe ich irgendwelche Outages, habe ich irgendwelche Fehlermeldungen und das natürlich über alle Geräte, die ich halt eben da drin habe. Ihr seht sogar, ich habe weitere Geräte hier vor mir drin. Ich habe einen Netgear-Router drin. Ich habe meine pfSense hier drin, die ich per SNMP überwachen kann. Ihr seht sogar, ich sehe ganz normal meine IP-Adressen aus meinen ganzen Servernetzwerken und was nicht alles. Ich kann mir sogar ein paar Logs ansehen, was auch immer da über SNMP drüber kommt. Und viel wichtiger noch, wenn das Ganze noch größer wird und ich vielleicht sogar mehrere Sites habe, ich kann mir hier mit meinen Routern Karten bauen über Maps, wo ist denn was, von wo nach wo geht denn eine VPN-Verbindung und kann halt eben dann direkt anklicken, wie ist denn die Verbindung und der zeigt man dann verbindungsnahe Informationen an, wie stabil ist die, wie schnell ist die Verbindung und, super, super geil. Kann ich euch jetzt gerade leider nicht zeigen, ich habe nur ein Gerät, sonst würde ich euch definitiv einfach mal aufzeigen, ja, wie schnell ist die Verbindung zwischen dem und dem Punkt. Das geht natürlich nur mit den Edge-Devices. Ja, was hatte ich denn noch? Ansonsten habe ich hier natürlich erwähnt gehabt, 50 Euro kostet das Ding so in etwa. Ihr seht momentan auf Amazon beispielsweise nicht verfügbar. Auf der Shop-Seite steht auch hier irgendwo Sold Out. Leider gibt es den kleinen momentan käuflich nicht zu erwerben. Ja, ansonsten wollte ich noch mal schnell mit euch noch mal einen Test machen. Ich hatte euch eben hier gerade eben schon diesen Paralleltest hier gezeigt. Das ist jetzt ein ganz normaler Speedtest im selben Netz. Das heißt, ich mache mal kurz hier oben das Fensterchen zu, damit ihr oben leicht und ganz klein die CPU-Anzeige seht. Das heißt, ich prügel jetzt gerade hier 800 Mbit drüber. Wie gesagt, alles noch nicht optimiert, nur schnell eingerichtet. Machen wir das Ganze nochmal. Ich erhöhe das jetzt nochmal auf 16 Streams, denn scheinbar kann er, und das ist eigentlich ja, finde ich eigentlich ganz gut, mit mehreren Streams viel besser umgehen als mit Single-Streams. Sollte natürlich auch so sein, ein Router macht halt eben verschiedene Sachen gleichzeitig und nicht immer nur einmal Dampf-Power, sondern halt eben viele verschiedene. Machen wir das -P mal weg, sodass wir nur einen Single-Stream haben. Da seht ihr schon, wir haben nur 300 Mbit. Also momentan, so wie er jetzt konfiguriert ist, kann er einfach mit mehreren gleichzeitig viel besser umgehen als mit irgendwelchen Single-Streams. Auch hier wieder, jetzt machen wir mal einen schönen Test in ein anderes Netz, wo er routen muss. Das heißt, ich komme jetzt von meinem PC gar nicht aus diesem Netz 0. irgendwas, sondern ich komme aus meinem PC 2. irgendwas und schieße das Ganze einfach mal ab. Jetzt muss er nämlich auch routen. Das seht ihr jetzt oben an der CPU-Anzeige. Da geht es jetzt hoch schon, wow, 93, 94%. Das heißt, jetzt belasten wir gerade die CPU, weil wir das Ganze von WLAN Tag 1 auf WLAN Tag 2 ummodeln müssen. Oder ich habe hier noch ein Configuration Mismatch, aber trotzdem, wir haben gesehen, das Ganze ging jetzt gerade auf die CPU. Trotzdem, 364 Mbit ist schon vollkommen in Ordnung. Ich ziehe das Ganze jetzt mal auf 16 hoch. Mal gucken, was dann passiert. Auch da landen wir wieder bei 300, 360, 370. Machen wir das Ganze mal reverse, damit es mal in die andere Richtung geht. Auch da wieder 330, 310. Funktioniert ganz gut. Trotzdem, das geht halt eben auf die CPU und wir merken einfach, okay, da oben stehen wir jetzt bei 98%. Wir knallen da jetzt gerade eben mit dieser Konfiguration einfach die CPU durch. Ja, schnelles Fazit. Wie gesagt, für den Preis. Ich gehe jetzt mal vom Ursprungspreis aus, wenn die Welt in Ordnung wäre. Also sagen wir mal 30, 40 Euro. Alter, sofort kaufen das Teil. Ultra geil. Alle Funktionen, die man braucht. Enterprise nahe. Ne, wir sind da im Enterprise-Bereich. Wer gerne rumfummelt, wer gerne geile, spezielle Sachen macht, kaufen, auf jeden Fall. Wer eine geile Oberfläche haben will, 2 geile Oberflächen haben will, 2 gute Oberflächen haben will, definitiv kaufen. Es gibt ja schließlich auch noch größere Geräte davon. Es muss nicht die X-Reihe sein, es kann ja auch die ohne X-Reihe sein. Die ist nochmal deutlich performanter. Da hängen wir auch mit ganz anderen CPU-Werten hängen wir da rum. Zwar funktionstechnisch sind wir da gleich, doch trotzdem CPU-technisch erreichen wir da ganz andere Performance-Werte.
Das war jetzt der erste Test. Ihr könnt euch darauf vorbereiten. Ich werde den kleinen definitiv jetzt gegen den Microtik Hex S halten und die beiden miteinander vergleichen und dann darüber einfach mal ein Fazit ziehen, denn ich glaube, das wird richtig spannend. Ich hoffe, das Video ziehst du dir dann auch noch rein. Ansonsten wünsche ich euch alles Gute und wir sehen uns im nächsten Video. Haut rein. Ciao.